Ist diese Aktie besser als ASML? Ich stelle euch heute ein Unternehmen vor, was man durchaus als alternatives Investment zu ASML betrachten könnte. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns ein Unternehmen an, das auch aus dem Halbleitersegment stammt. Auch wenn sich die Schwerpunkte und Technologien zu ASML etwas unterscheiden, ist es durchaus interessant, sich das auch mal langfristig anzuschauen. Ja, ASML ist ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung von Lithografiesystemen für die Halbleiterfertigung. Klar, in erster Linie für die extrem ultravioletten Lithografiesysteme. Und wir haben jetzt ein Unternehmen dabei, das sich ein bisschen noch anders hauptspezialisiert hat, nämlich Tokyo Electron bietet eine breite Palette an Maschinen für verschiedene Schritte der Halbleiterproduktion an, aber eben nicht für die Lithografie. Also Produkte umfassen dann unter anderem sowas wie Ätzgeräte, Beschichtungs- und Entwicklungssysteme, Plasmareinigungssysteme, CVD, PCVD-Anlagen, also sowas wie Chemical Vapor Deposition, die sind dann eben alle zur Behandlung und Bearbeitung der Wafer verwendet worden oder werden dafür verwendet. Und man stellt also keine Lithografieanlagen an sich her. Stattdessen konzentriert sich also Tokyo Electron hier auf diese Technologie zur Materialbehandlung und Bearbeitung der Wafer an sich. Und der Prozess ist aber auch sehr, sehr wichtig, eben für das Schichtwachstum, für die Strukturierung und das Ätzen, was natürlich auch in verschiedenen Stufen der Chipproduktion nötig ist. Und Tokyo Electron ist in vielen verschiedenen Bereichen der Halbleiterherstellung tätig und beliefert da die Industrie mit hochspezialisierten Anlagen, eben für die Waferbearbeitung und Behandlung, die neben der Lithografie in der Herstellung wirklich essentiell ist. Also es gibt schon grundlegende Unterschiede zwischen ASML und Tokyo Electron, aber an sich baut man hier, es sind beides Maschinenbauer. Werfen wir mal so einen Blick auf das Factbook von Tokyo Electron 2024. Das erste, was hier gleich vorgeschlagen wird, ist mal so ein Vergleich mit der Konkurrenz. Hier in lila, hier unten auf Platz 4 sehen wir Tokyo Electron, drüber Lam Research, dann Applied Materials und Platz 1 ist hier ASML. Also man ist auch schon hier in der gleichen Peer Group mit drinnen und ist tatsächlich auch noch vor KLA hier in der vierten Position. Hier sehen wir mal den Markt für die einzelnen Waferprodukte, also ganz oben der ganze Markt, weltweite Markt für elektronisches Equipment im Produktionsmarkt, dann drunter für alles, was Halbleiter betrifft und ganz unten hier diese weltweite Waferproduktion und hier sieht man dann auch eben den Ausblick bzw. die Performance der letzten Jahre und wir sehen, dass der ganze Markt für elektronisches Equipment sich eher langsam nach oben bewegt, eher seitwärts sogar und der Wafer Processing Market sich wirklich sehr stark entwickelt und auch in den letzten Jahren wirklich gutes dynamisches Wachstum hingelegt hat. Was auch sehr spannend ist, also hier mal so die einzelne Rolle der Architektur, die man hier baut bei Tokyo Electron. Wir sehen hier zum Beispiel, dass hier so ein CMOS Image Sensor gebaut wird. Das sind dann oder hat die gleiche Funktion wie unsere Augen. Oder man baut hier auch so ein MPU Logic. Das ist eine Art lernendes Modell. Also die hat dann, kann es schaffen, mehrere Aufgaben zu lösen und die können auch darüber nachdenken, das lernen und so weiter. Also das ist auch eine sehr spannende Technologie dahinter. Und natürlich ganz wichtig, also Speicher und DRAM, 3D-NAND wird hier auch gefertigt bei Tokyo Electron. Sind alles sehr spannende Produkte. Hier sieht man nochmal so einen kleinen Ausschnitt. Solche Wafer, die man hier eben baut, belichtet und eben hauptsächlich in der Ätzung da tätig ist. Hier sieht man auch nochmal so ein paar einzelne Baugruppen, Maschinen, die man baut bei Tokyo Electron. Also es ist schon ein sehr, sehr spannendes Unternehmen auf jeden Fall. Und ja, es ist ein vielseitiger Anbieter von Maschinen für zahlreiche andere Produktionsschritte in der Halbleiterfertigung, die eben dann nicht die Lithografie betreffen. Und wenn du solche Unternehmen spannend findest und dir das Video hier gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und lass auf jeden Fall ein Abo da. Es freut mich immer wirklich sehr. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal die aktuelle Situation bei Tokyo Electron an im Trader Fox. Wir sehen hier einen Score von 12 von 15 Punkten und hatten wirklich gutes Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren, nämlich 16,8%. Nur bei der Stabilität und bei der Volatilität gibt es jetzt hier einen Punktabzug. Volatilität, klar, das Unternehmen ist jetzt in einer wirklich sehr spannenden Situation. Also wir befinden uns gerade in einer Korrektur und haben wirklich großes Potenzial aufs Allzeithoch. Deswegen möchte ich es jetzt heute auch vorstellen. Durchaus interessant und wir sehen, dass das Unternehmen wirklich stark auf Qualität und auf Sicherheit getrimmt ist, was natürlich auch einen guten Eindruck macht.
Hier auf Basis des Gewinns des letzten Jahres sehen wir, dass wir im Moment immer noch überbewertet sind. Ich meine, es ist ein Halbleiterunternehmen und da haben wir doch in den letzten Jahren, Monaten eine starke Überbewertung gesehen. Da ist aber doch dann Tokyo Electron einer der eher wenigeren Werte, die jetzt hier gut nachgegeben haben, auch an der Bewertung. Also das gefällt mir eigentlich relativ gut bei dem Unternehmen und im Piotrowski F-Score haben wir im Moment von 8 von 9 Punkten. Also das ist auch wirklich ja, ein guter Score. Hier gibt es nur Punktabzug beim Cashflow, weil mehr Cashflow als Gewinn, also weniger Gewinn als Cashflow da war. Und hier Tokyo Electron Aktie im Aktienguide können wir uns auch anschauen. Wir zahlen tatsächlich auch eine Dividende. Im Moment ist, glaube ich, 2,2%. Die wurde auch ja, langfristig schon durchaus gesteigert. Aber es ist ein ja, japanisches Unternehmen. Da sehen oder da kennen sich wahrscheinlich der andere, ein oder andere kennt das schon, dass die Politik da eher immer ein bisschen zyklisch ist und das immer nach Lage des aktuellen Geschäfts hier ja, abhängig gemacht wird. Deswegen ist die auch durchaus schwankend. Man schreibt sich da eben ganz klar auf die Fahne, dass man 50% ausschütten möchte und wenn es halt keine 50% gibt, dann, oder kein genuger Cashflow da ist, um das zu bezahlen, dann wird die auch einfach gecuttet und wird mal weniger bezahlt. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Ja, ist ja typisches Verhalten für japanische Aktien. Die Analysten sagen jetzt hier im Moment 80% kaufen und 20% sagen halten. Also das Rating der Analysten ist auch gerade wirklich sehr gut. Und im Vergleich zum Nikkei hat der Tokyo Electron ja, also den Index stark hinter sich gelassen. Das gleiche gilt für den Nasdaq. Auch hier haben wir den Nasdaq deutlich outperformed und den S&P 500 natürlich auch. Also wirklich starke Performance jetzt hier. In den letzten 6 Jahren hat Tokyo Electron ein Kurswachstum von 351,43% hingelegt. Also ein wirklich starker Wert an der Börse und deswegen auch für mich so interessant. Schauen wir uns mal noch so einen kleinen ja, Ausschnitt an im ersten Quartal fürs Fiskaljahr 2025. Und das erste, was mir aufgefallen ist, dass wir jetzt hier im Vergleich zum Q1 2024 um 41,7% gewachsen sind in den Net Sales und das natürlich ein wirklich extrem rasantes Wachstum ist. Ja, also genauso wie wir es eigentlich gesehen haben bei anderen Unternehmen in der Halbleiterindustrie, also das wie Broadcom, ja, ASML natürlich, TSMC. Und generell, also alle Zahlen sind extrem stark angestiegen. Natürlich dann auch die Ausgaben hier für Research and Development zum Beispiel. Aber vor allem hier Gross Profit, Net Sales, wirklich rasanter Anstieg. Und das Operating Income ist hier um 101,1% gestiegen. Hier sehen wir auch mal die Performance quartärlich, können feststellen, dass hier sogar die Gross Profit Margin und die Operating Margin in diesem Laufe des einen Jahres nochmal angehoben werden konnte. Also die wurde immer weiter gesteigert hier. Vom Q1 24 war sie noch bei 21% und jetzt sind wir schon bei 29,9%. Also die Operating Margin, die hat sich über dieses eine Jahr hinweg wirklich so rasant gut entwickelt. Wenn natürlich hier dieses Tempo fortgeführt wird, das wäre wirklich ja, sehr, sehr gut. Und hier sieht man auch mal die New Equipment Sales bei Application. Also wir sehen, dass der Hauptanteil hier die Non-Memory, also alles was logisch, Foundry und so weiter betrifft, ausmachen. Und 2% sind Non-Volatile und der letzte Teil hier oben mit 26% sind alles so Speicherlösungen, also DRAM. Und bei Region sehen wir, dass jetzt hier der wichtigste Markt China ist mit 49,9%. Da haben wir noch Southeast Asia, Taiwan, ja klar auch Europa, Südkorea, Japan, Nordamerika. Also man kann hier sagen, dass die Abhängigkeit von China auch hoch ist. Auch ähnlich wie bei ASML es im Moment noch der Fall ist. Und da wird man natürlich auch sehen müssen, wie sich das entwickelt. Das Balance Sheet sieht sehr gut aus. Also es ist auch natürlich auch typisch für japanische Unternehmen. Wirklich extrem gute Verschuldung, sehr gute, starke Bilanz, genug Cash. Inventories sind ja auch rückläufig gewesen in den letzten Quartalen. Also alles sehr gut. Bei den Cashflows sieht es auch positiv aus. Wir sehen, dass sich langfristig hier schon ein Trend nach oben ja, abzeichnet, auch wenn es natürlich etwas zyklisch ist. Wir haben ja natürlich eben auch hier so einmal Effekte mit drinnen wie die Financing Activities hier in grün. Und ja, was auch ganz wichtig ist, so ein Unternehmen kauft sehr stark eigene Aktien auch zurück und möchte da auch ja, Dividenden weiter erhöhen. Das ist natürlich auch ein sehr ja, schöner Nebeneffekt.
Auch ist jetzt hier nochmal der Ausblick mit drinnen für das New Equipment und da wartet man jetzt eben hier vom ersten Halbjahr auf zweite Halbjahr ein starkes Wachstum, vor allem von diesen DRAM-Sales und von den Non-Volatile Memories. Und im Vergleich soll sich dann eben diese logischen Produktionssegmente ein bisschen verringern im Anteil, ist ja auch logisch. Aber sieht sehr gut aus und man möchte natürlich auch weiter in Research and Development hier ja, Geld rein investieren und für hier 2025 werden hier 253 Billionen Yen ausgewiesen. Und ja, so sichert man sich dann auch irgendwo seine Position und schaut, dass man weiterhin ja, ein wichtiger Marktführer einfach hier ist in dem Bereich. Wir sehen uns auch hier den Dividend Forecast, also hier mal die Vergangenheit der Dividende. Ja, und die war ja in den letzten Jahren eigentlich immer steigend. 2024 war die jetzt hier wieder mal niedriger. 2025 soll sie aber wieder höher sein. Und die Return Policy ist eben so, dass die Dividenden-Payout Ratio 50% ist. Also man möchte 50% ausschütten, das ist auf jeden Fall das Ziel und sollte aber hier mal das Unternehmen in 2 Folgejahren kein Net Income generieren, dann wird natürlich auch die Dividende nicht so, also die Dividendenpolicy nicht mehr weitergeführt. Das hat man auch klipp und klar so gesagt. Also das gefällt mir persönlich ganz gut. Und zudem hat man sich weiterhin, ja, oder hat man sich weiterhin darauf ja, beschlossen, dass man weiterhin so Aktienrückkäufe machen wird. Und hier sieht man auch mal die Total Return Amount von Tokyo Electron. Einerseits hier oben in Pink die Aktienrückkäufe und unten die Dividende. Also man ist ja auch gewillt, einfach den Aktionär immer mehr vom Kuchen zu geben. Und das ist natürlich für mich auch immer ein gutes Anzeichen für die Position des Unternehmens. Und von dem her wirklich spannend für mich, auch wenn es jetzt hier aus Japan ist, werfen wir da gleich noch einen Blick, ob das Unternehmen jetzt gerade kaufenswert ist. Wir sind wirklich in einer extrem spannenden Situation. Deswegen habe ich sie auch mit dabei. Bevor wir dazu kommen, wenn du noch ein Depot brauchst, und zwar das günstigste Aktiendepot, beziehungsweise den günstigsten Broker, den es überhaupt gibt, dann check doch gerne den ersten Link in der Beschreibung aus zu Finanzen Net Zero. Hier gibt es nämlich im Moment eine Aktion. Da kannst du dir 50 Euro Neukundenbonus sichern und bis zu 300 Euro Wechselprämie mit dem Promocode Zero jetzt und dann eben mit dem ersten Link in der Beschreibung oder in der Kommentarsektion gerne mal auschecken. Damit unterstützt du mich natürlich auch indirekt. Schauen wir uns mal den Chart an von Tokyo Electron. Und wir sehen hier, ich habe schon mal meinen obligatorischen Trendkanal eingezeichnet und der gefällt mir natürlich wirklich extrem gut. Also wir sind hier auf jeden Fall seit 2012, eigentlich schon seit 2008 in einem guten Aufwärtstrend, also seit der Finanzkrise. Und hier bewegen wir uns wirklich immer gleichmäßig in schönen Impulsen und korrektiven Bewegungen. Wir hatten jetzt wieder zuletzt von 2022 bis eben 24, Anfang 24 diesen guten Impuls und kommen jetzt hier in einer Korrekturphase nach unten. Wir sind jetzt hier wirklich schon weit nach unten gelaufen und befinden uns jetzt auf der wichtigsten Unterstützungszone, die Tokyo Electron hat. Wir sind jetzt 43% unterm Allzeithoch, also eine wirklich ja, historische Korrektur und hätten jetzt Potenzial aufs Allzeithoch von 73%. Also wir haben ein wirklich gutes Chanceverhältnis, dass wir praktisch ja, 73% Kursgewinne hier auf das letzte Alltime-High mitnehmen. Ja, klar, also der Monatstrend wäre jetzt hier spätestens unter diesen 11 gebrochen. Das wäre ja nochmal also ein Downside Risk von 51%. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass wir uns jetzt hier stabilisieren, also auf Höhe von so 23 oder 23.000 hier, 23.000, 22.700 sowas in dem Bereich, also auf jeden Fall in Nähe dieses letzten wichtigen historischen Hochs. Wenn wir uns das Ganze mal kurzfristig anschauen, wir haben natürlich auch eine wichtige Unterstützung nochmal, die etwas kleiner ist, hier links und haben uns jetzt kurzfristig, also auf Tagesbasis hier auch schon mal, ja, haben schon mal darauf reagiert, auf diese wichtige Zone und auf dieses Fibonacci Retracement, also das 0,61,8er, das wichtigste Fibonacci Retracement. Und jetzt gab es jetzt eine Bewegung nach oben, da haben wir schon mal den Trend hier neutralisiert gehabt, laufen jetzt hier nochmal runter, haben nochmal eine Gap aufgerissen und sind jetzt hier kurz davor, so einen kleinen Doppelboden zu bauen. Also erstes Einstiegssignal wäre für mich beim Überschreiten von diesen 24.445 Yen. Oder wir warten den konservativen Einstieg ab, dann muss auf jeden Fall hier die Gap zugemacht werden. Das ist nämlich noch ein relativ großes Problem. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier über diese 27.585 drüber oder eben zuletzt dann die 29.235. Und dann haben wir auf jeden Fall einen ordentlichen Boden drinnen
Und dann gehe ich tatsächlich aus davon, dass sich Tokyo Electron langfristig wieder hier oben an neue All-Time-Highs orientieren wird. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen, also kann man sich gut mal auf die Watchlist legen und ist jetzt eben auch schon ja, ein Stückchen weiter, wie es ASML anbelangt, in Richtung Korrektur. ASML ist ja hier noch gar nicht am Boden bauen so wirklich. Also ASML wird noch deutlich länger brauchen, denke ich, bis sich da mal ein Einstieg lohnt. Aber Tokyo Electron könnte sich jetzt wirklich schon in den nächsten Tagen und vielleicht ein, zwei Wochen schon lohnen für einen Einstieg. Wir haben jetzt hier auch in 3 Tagen die nächsten Earnings. Dividendenyield haben wir 2,25% und KGV im Moment nur 25. Also es ist auch ein niedrig bewertetes Unternehmen. Für jeden, den das vielleicht interessiert, gerne auch mal genauer noch auschecken. Durchaus spannend. Mir gefällt es sehr gut und könnte natürlich eine echt spannende Alternative sein für ASML, auch wenn es jetzt nicht ja, haben nicht die gleichen Schwerpunkte einfach hier in der Halbleiterindustrie und die Technologien an sich unterscheiden sich, aber trotzdem wirklich interessantes Unternehmen. Sag mir doch gerne, was du davon hältst von Tokyo Electron. Sind die oder ist das Unternehmen spannend für dich, vielleicht auch als Alternative zu ASML? Würde mich sehr interessieren, wenn es dir gefallen hat. Lass doch gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.